Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir für euch vorbereitet haben. Pete Buttigieg kriegt was auf die Finger. Die Änderung in den USA geht nicht durch, wenn es um Verbraucherschutz geht bei den Preisen und den Junk-Fees. Dann haben wir Meilenflüge werden immer mehr. British Airways macht sie jetzt auch, macht wieder einen, haben ja schon vorher welche gemacht. Dann haben wir das Thema Unfall in München. Da gab es jetzt Neuigkeiten von dem Marabu-Vorfall, der Anfang des Jahres war. Was Anfang des Jahres? Besprechen wir auch. Wir haben dann Fluggastrechte. Was bedeutet diese IT-Panne? Was bedeutet es, wenn es diese Klimakriminellen irgendwie in den Flughafen schaffen, da für Unruhe zu sorgen? Was heißt das für unsere Fluggastrechte? Und wir haben natürlich Nachtflugverbot Berlin. Bild-Zeitung hat wieder einen kuriosen Fall aufgegriffen, den will ich euch nicht vorenthalten. Und wir haben Southwest Airlines, die haben Probleme mit Cola-Dosen. Als Cola-Jünger, der morgens nach Atlanta betet, schwieriges Thema. Das darf nicht passieren. Kein Schindluder mit meiner Cola. Ihr seid jetzt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Aber auch ganz, ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft und kommt nach Frankfurt. Es bleibt und es wird spannend. Also, wir haben jetzt als Thema hier das erste Thema. Wo haben wir es denn jetzt hier stehen? Und zwar haben wir USA und Pete Buttigieg. Und zwar der Pete Buttigieg hat ja sehr, sehr gute Ideen. Er hat jetzt in diesem Fall aber ein Problem gehabt, weil die Fluggesellschaften Airlines for America natürlich dafür nicht so ganz zu haben sind, dass man die Junk-Fees wegmacht. So wie es Airlines for Europe gibt, gibt es halt in Amerika Airlines for America. Und diese nichts anderes als eine Lobbyveranstaltung. Die haben vor Gericht halt eine Art einstweilige Verfügung erwirkt, ein Appeals Court. Und die haben dann gesagt, dass man diese Final Rule über die Junk-Fees, also über diese ganzen Gebührengeschichten, die noch zusätzlich kommen, dass man halt wirklich einen Preis hat, um auch wirklich zu wissen, was man am Ende bezahlt, haben sie gesagt, nee, ist nicht. Und zwar soll diese Regelung uns als Passagiere schützen vor irgendwelchen komischen Überraschungen. Aber hier ist es so, dass man natürlich sagt, dass man vor Gericht das gar nicht möchte. Die einzigen, die das irgendwie nie disputed haben, lustigerweise, waren ja, ich weiß was, Southwest Airlines, die das gemacht haben. Und da war es halt wirklich so, dass die das auch schon eingeführt haben, weil am Ende des Tages haben die ja auch keine Junk-Fees. Naja, bis letzte Woche halt, da haben sie ja keine Sitzgebühren gehabt. Aber es ist halt für Passagiere undurchsichtig, wenn sie halt ein Ticket kaufen, dass zum Beispiel der Sitzplatz nicht dabei ist, dass, wenn man dann halt den kauft, viel Geld bezahlt werden muss, wenn man Gepäck hat, das viel Geld kostet. Also, dass all diese Kosten nicht transparent in dem Ticket aufgeschlüsselt sind. Und da muss man natürlich sagen, dass man da bei der Dealsuche natürlich uns etwas als Hilfestellung geben wollte. Aber die Fluggesellschaften haben halt argumentiert und haben als Lobby leider gewonnen. Ja, das ist so. Heißt also, 2 Tage bevor es in Kraft treten sollte, ist es so, dass man diese Junk-Fee-Rules, das sind so 5 bis 10 Millionen Dollar, einfach abschafft. 4 Fluggesellschaften haben da wirklich was gemacht und sie sagen, dass das Ganze eine entgegengesetztes Gesetzes ist. Also das heißt, dass das keine gute Sache ist. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr dazu haltet und inwieweit das für euch keine gute Sache ist und inwieweit man wirklich hingehen sollte, dass man dieses Unbundling einfach verbietet. Und ob das Sinn macht, dass man wirklich sagt, hey, im Flug ist alles inklusive, oder sagt ihr, nee, das Unbundling ist eine coole Geschichte. Ich fliege eh nicht mit Koffer. Also brauche ich das nicht. Also will ich auch Tarife haben, die light sind. Aber ihr habt natürlich beim Problem mit dem Light, der hat auch schlechtere Umbuchungsgebühren oder beziehungsweise Möglichkeiten. Heißt also, teilweise gibt es gar nicht die Möglichkeit, das umzubuchen. Ist also im Prinzip ein Fly or Die. So, damit haben wir das Thema für euch abgearbeitet und müssen jetzt auf ein Thema schwenken, was wesentlich akuter ist. Und zwar ist das mit unseren Klimakriminellen. Und diese Klimakriminellen sind ja an verschiedensten Flughäfen auffällig geworden. Gatwick war ja ein Flughafen, Frankfurt war ein Flughafen, München war ein Flughafen, Wien war ein Flughafen, wo diese Klimakriminellen auffällig geworden sind, Hamburg und so weiter. Also es wird immer mehr. Und diese IT-Unregelmäßigkeit, die wir hier hatten mit diesem CrowdStrike,
eigentlich ein Programm, was kein Schwein wahrscheinlich kannte. Ihr könnt ja schreiben, ob ihr es kanntet oder ob das jetzt ein Programm ist, was ihr kennt, weil es jetzt in aller Munde ist. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass dieses IT-Geschisse wohl höhere Gewalt ist. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das ist auch so und ich glaube auch, dass man den Fluggesellschaften ehrlicherweise da nichts vorwerfen kann. Aber bei den Klimakriminellen ist es so, ja, hat man wirklich alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen, dass diese nicht zu Behinderungen führen. Und da ist halt die Frage, was ist zumutbar? Und da ist es halt wirklich so, dass diese Klimakriminellen, Klimahysteriker, ich weiß nicht, was man noch für Namen erfinden kann, wie man denen dann habhaft wird. Und da muss man halt wirklich gucken. Und wenn die sogar sagen, dass sie dann und dann zuschlagen, was sie ja gemacht haben. Sie hatten ja, glaube ich, für Samstag in Wien den Flughafen ja angekündigt. Dann haben Fluggesellschaften die Möglichkeit umzubuchen. Bei der IT-Panne war es ja nicht so. Das ist ja einfach nur Schnipp, aus. So. Und damit ist es dann halt, wenn es angekündigt ist, ein Problem. Ich bin kein Jurist. Ich bin auch niemand, der da jetzt Ratschläge geben darf. Aber ich finde das einen interessanten Aspekt und wir alle wissen ja, wie Fluggesellschaften eigentlich sind in solchen Fällen. Wie oft haben wir für Kunden angerufen und die haben gesagt, die ist noch nicht gestrichen. Ja, aber der Flieger kommt nicht. Ja, oder hier, das ist das. Also, dass die Fluggesellschaften da wesentlich progressiver sind und weil sie da nicht progressiver sind, müssen sie halt Strafe zahlen. So einfach ist das, dass es bis zu 600 € gibt, je nachdem, wie weit das Reiseziel weg ist und wie lang die Verspätung ist. Sollte man drüber nachdenken. Aber die Rechte auf Betreuungsleistungen, die fallen halt nicht weg. Egal ob CrowdStrike oder diese klimahysterischen Kriminellen. Jetzt wollte ich mal was zusammenbasteln und dann kriege ich wieder Sprachstörung, Verlust der Muttersprache. Auch hier wieder Alkohol. Auf jeden Fall bei Flügen bis zu 1000 Kilometer ab 2 Stunden Abflugverspätung, dann Flüge bis 1500 ab 3 Stunden innerhalb der EU, dann 1500 bis 3500 nicht innerhalb der EU ab 3 Stunden Abflugverspätung, bei 3500 Kilometern auch nicht innerhalb der Stunden, ab 4 Stunden Abflugverspätung, ist es so, dass man dort halt wirklich die Fluggesellschaften Regress sind, weil die müssen zahlen, die müssen Telefongespräch zahlen, die müssen Verkostung haben und so weiter und so fort. Wenn ihr das nicht gemacht haben oder wenn die euch nichts angeboten haben, wenn man in der Lounge ist, ist es okay, ne? Also dann würde ich es nicht machen. Belege und einschicken, gucken, was sie sagen. Das wäre so eine Geschichte, die man nutzen kann, um da halt sich selber zumindest schadlos zu halten. Und ich finde die Ansicht äußerst interessant und bin mal gespannt, wie da die Rechtsprechung sein wird, wenn es angekündigt wird, dass an dem und dem Tag um Uhrzeit X das und das passieren wird und die Fluggesellschaften halt nicht proaktiv umbuchen, Leute vorher abfliegen lassen, später abfliegen lassen oder wie auch immer. Da sollen sie dann selber sich am eigenen Haaren ziehen und sagen, hätten wir wohl gemacht. Also ich glaube, da muss man ein bisschen bestrafen. Wir haben jetzt als Thema das Thema Marabu. Marabu ist ja als Tochter in Estland der Condor gestartet und die Ringeltaubenflieger sind ja in großer Beliebtheit. Ein Zuschauer, ist ja wie Kunde. Ihr seid Kunden, ja. Danke für eure Unterstützung übrigens und für Ihre Kanalmitgliedschaft, wenn ihr das macht. Auf jeden Fall, die haben ja in Estland gestartet, sind dann ausgegliedert worden von der X-Fly und haben viele Probleme gehabt, haben ja auch einen Unfall gehabt. Und der Unfall, der jetzt gewesen ist mit dem A320-200 am 27. Juni mit der Echo Sierra Mike Bravo Charlie, die ja bei der Landung einen Tailstrike hatte auf der 26R in München. Da gibt es jetzt ein Thema. Und zwar ist es so, dass man zwar aus eigener Kraft auf dem Flug von, wo kamen sie her? Hurghada, dass man noch von eigener Kraft ans Gate kam und in dem Flugzeug das wahrscheinlich auch keiner gemerkt hat. Ich selber war, meinen letzten Tailstrike, den ich aktiv gemerkt habe, war auf einer ATR 72. Das macht einfach nur Rums. Man merkt das nicht wirklich, wenn man nicht weiß. Wir sind dann in einen Go-Round gegangen, haben dann auch nochmal länger einen Go-Round gemacht, um da wirklich zu gucken, was da war. Beim Aussteigen hat man das nicht wirklich gesehen, weil ja bei der ATR ist so ein Pin, ja, wo den man dran macht, damit das Flugzeug nicht runtergeht. Und das ist auch der Punkt, der das Ganze abgekommen hat. Also insofern ist am Flugzeug nichts passiert, Gott sei Dank. Aber da ist es beim 320er so gewesen, dass was passiert ist. Und der Flieger ist ja dann auch bis zum 23. Juli am Boden geblieben und ist dann nach Sofia gegangen, ist auch in niedriger Flughöhe geflogen. Quasi das ist immer ein Zeichen dafür, dass man die Kabine natürlich nicht pressurisen kann, dass man keine Druckkabine machen kann. Und dann muss man halt niedriger fliegen. In Sofia wird sie dann wohl repariert.
Und man muss natürlich sagen, dass das für Marabu natürlich ein Riesenthema ist, dass man den Flieger längere Zeit verloren hat, also beziehungsweise auslassen muss zu fliegen, andere Flieger kommen muss. Und das Learning ist natürlich auch, Tailstrike gibt es auch mit modernen Flugzeugen wie den 320er. Gott sei Dank nicht mehr passiert, fand ich interessant. Jetzt guckt sich das LBA die ganze Sache natürlich auch genauer an. Und da bin ich mal gespannt, was da halt als Ursache rauskommt. Denn wenn man die Maschine ausgelevelt hat und dann den sogenannten Abfangbogen fliegt, also das heißt, wenn den Rädern hochgeht, um dann mit dem Hauptfahrwerk zu landen, war er wohl, ob er vielleicht Wind gekriegt hat, Scherwinde, weiß ich nicht. Können wir ja dann uns angucken. Jetzt gibt es etwas zum Thema Coca-Cola. Das ist für mich auch ein Getränk der Götter. Ja, eine kalte Cola 02 Glasflasche. Besseres gibt es nicht, außer die mexikanischen Flaschen. Die sind noch geiler, aber auch kalt. Die liebe ich in Kalifornien. Kaufe ich mir direkt immer bei Costco so eine Klinikpackung oder dann als Family Pack und habe die dann in der Kühlung. Sehr geil, richtiger Rohrzucker, kein Maisquatsch drin, sondern richtig ordentlicher Zucker. Haben aber Probleme in der Dose. Man nimmt die Dose natürlich auch, wenn es nichts anderes gibt. Das Einzige, was ich nicht so mag, ist wirklich aus dem Mixer, weil da noch irgendwelche Sachen reingemischt sind, Chemikalien, damit das auch wirklich dann blubbert und macht und tut. Ist aber Geschmack abträglich, deshalb ist das nicht mein Favorit. Und da ist es so, dass es jetzt natürlich bei der Sommerhitze bei Getränken, die in der Dose sind, mit Kohlensäure stehen sie ja auch unter Druck, hat Southwest Airlines ein Problem. Denn Southwest Airlines hat bei seinen Flügen nach Dallas, was haben wir denn alles? Haben sie Dallas, dann hatten sie, wo haben wir es hier, die Städte, die sie schreiben, Houston, Phoenix, Las Vegas, also solche Sachen. Da passiert das jetzt häufig, dass diese Dosen einfach platzen. Und das ist natürlich ein ekelhaftes Ding. Wer diese zuckerhaltigen Sachen hat, gerade mit Maiszucker, das kriegst du nicht sauber. Das ist ekelhaft. Und jetzt ist es so, dass die Hitzewelle im Juni, Juli führte natürlich dazu, dass man jetzt halt gucken muss und die Leute von Southwest haben ja auch keine Mahlzeiten, die sie verkaufen, die halt in irgendeiner Art und Weise gekühlt werden müssen. Ne? Heißt also, auch da gibt es keine Kühlhäuser und Kühltransporter. Deshalb ist die Suppe im wahrsten Sinne des Wortes eine Suppe. Das heißt, die Cola wird warm und dann platzen sie halt. Und es ist halt so, dass es natürlich zahlreiche Vorfälle mit den Getränkedosen gibt. Interessanterweise ist es aber so, dass man jetzt nicht weiß genau, worum es geht. Ob das vielleicht am Material der Dosen liegt, dass es zu dünn ist oder aber einfach dadurch, dass sie halt gebankt werden. Bei mir ist aufgefallen, dass wenn man die Cola-Dosen zum Beispiel stapelt oder wie auch immer und dann in der Hitze, dass die sich verformen. Und wenn die sich natürlich verformen, ist die optimale Form des Zylinders, wir wissen ja alle, ne, der Druck gleichmäßig, dass er irgendwann dann halt einfach bürstet und nachgibt. Aber es fand ich interessant, dass die in Flugzeugen damit Probleme haben. Vielleicht auch ein Grund, warum die Lufthansa Flaschen einsetzt. Ne? Und auch Colaflaschen. Ja, so. Ihr könnt ja schreiben, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt und wie ihr dort das Thema bewertet. Wir gehen auf das Thema Berlin Flughafen ein. Und zwar die Freunde von der Bild-Zeitung haben berichtet, dass ein Flug der Eurowings 10 Sekunden zu spät war in Berlin und dann nicht mehr landen konnte. Denn diese Mini-Verspätung, wie sie schreiben, und ich zitiere, eine Mini-Verspätung mit großen Folgen. Der Pilot einer Eurowings-Maschine startete kurz vor der Landung am BER bei Berlin durch, weil er 10 Sekunden zu spät einflog und das Nachtflugverbot griff. Ja. So ist das. Das heißt also, am Samstagabend, ein paar Sekunden nach 0 Uhr, wollte er noch landen, aber dann ist halt das Nachtflugverbot gekommen. Damit war es nicht mehr erlaubt und dann mussten die Passagiere auf eigene Faust nach Berlin weiterreisen, weil man mit der Eurowings 8531 von Alicante, das waren 212 Passagiere, die betroffen waren, nach Berlin musste. Und eigentlich sollte man um 23.25 Uhr landen, aber man hob eine Stunde zu spät um 21.33 Uhr ab in Alicante und damit war das Ding dann durch. Und der Flieger wäre erst nach Mitternacht in Berlin angekommen, hätte normalerweise nicht landen dürfen, weil das Nachtflugverbot ab 23.30 Uhr greift. Und jetzt geht's weiter. Bei der Verspätung gibt es jedoch auch eine Ausnahme, auch bis 0 Uhr zu landen. Dafür habe die Deutsche Flugsicherung eine Landebahn freigegeben, hieß es. Und dann geht's weiter. Deutliche Verspätung zu versuchen, rechtzeitig in Berlin zu landen, liegt am Piloten. Das heißt halt, der hat dann natürlich Vollgas gegeben, der will ja auch in Berlin bleiben. Und ein Wettlauf gegen die Zeit. Trotz der Verspätung setzt die Crew alles dran, die Passagiere natürlich dahin zu bringen. Die Maschine war bereits im Landeanflug, doch nur wenige Sekunden vor der Landung war dann Schluss mit lustig.
Und Ende ist dann wirklich, dass die Maschine nach Hannover geflogen ist und dann um 0:40 Uhr dort gelandet ist. Und der Grund ist, dass das Landen ohne Freigabe eine Ordnungswidrigkeit ist. Heißt also, er hätte eine Geldstrafe bekommen. Die Kosten für die Passagiere für die Weiterreise von Niedersachsen nach Berlin entstanden. Möchte Eurowings den Rahmen zufolge aufkommen. Nee, das müssen sie auch. Ne? Ist halt so. Aber finde ich auch spannend, was da ist. Ihr seht, Sekunden entscheiden manchmal über Glück oder Unglück. Wobei die Landefreigabe hatte er, deshalb weiß ich nicht, inwieweit das jetzt ohne Landefreigabe ist. Haben die das widerrufen? Steht jetzt, glaube ich, nicht drin. Dort bla 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 bla, unterwegs. Ja, aber das steht da halt nicht. Also normalerweise hätte er keine Freigabe gehabt. Normalerweise hast du eine Freigabe oder hast keine Landefreigabe. Also er hatte keine, war halt nur zu spät. Schade eigentlich. Letztes Thema, was wir hier haben heute, ist das Thema Meilenflüge. Denn Meilenflüge nehmen Überhand. Selbst die Lufthansa macht ja Meilenflüge nach Kapstadt. Die Qantas, australische Fluggesellschaft, hat da jetzt was gemacht. Und zwar ist es so, dass sie jetzt im kommenden Jahr Avios-Only-Flüge auflegen. Im November 2024 nach Sharm el-Sheikh. Und das will man halt auch machen, um die neue Aufnahme der Strecke zu feiern. Und die Flüge sind von London Heathrow nach Faro am 18. April 2025, Heathrow nach Abu Dhabi am 18. April, am 26. April gibt es Faro und Abu Dhabi dann wieder zurück. Das wären dann reine Meilenflüge. Und da bin ich mal gespannt, 2025 natürlich. Auf jeden Fall haben wir das bei Frankfurt Flyer gefunden. Und finden das äußerst spannend. Deshalb haben wir da natürlich auch die Möglichkeit, jetzt mal drüber zu sprechen, über Meilenflüge und ob die Sinn machen, was ihr von den Meilenflügen erwartet. Ich glaube nicht, dass die da wirklich was haben. Es geht bei 55.000 Avios los, plus Steuern in der Economy Class. Und ja, das ist halt so. Faro Return Flights vom 1 Pfund und 24.000. Also das heißt mit 100 Pfund, dass die Gebühren äußerst niedrig sind. Einer hatte mich ja auch schon darauf aufmerksam gemacht, per E-Mail und so weiter, und penetriert euch das zu sagen, dass wir British Airways sagen, weil es für ein paar Euro nur geht. Hier ist wieder ein Fall, wo ihr seht, für ein Pfund, das ist natürlich ein Geschenk, gibt auch Flüge zwischen München, glaube ich, und London, die kosten auch wenige Euro, nur Gebühren. Und damit sind wir ja wieder vom gestrigen Thema nicht weit weg mit der Lufthansa, die halt Meilenflüge sich für richtig Geld bezahlen lässt mit Steuern und Gebühren. Um 17:36 Uhr gibt es für euch die Frage des Tages. Die Frage des Tages ist natürlich, wie findet ihr reine Meilenflüge? Wie sollten diese nach eurer Ansicht sein? Heißt also, findet ihr solche Meilenflüge gut, vor allem bei dem Preis, wenn man sieht die Punkte und dann so ein wenig Copay? Und das andere ist natürlich, soll da ein Rahmenprogramm sein? Lufthansa hat ja ein Rahmenprogramm, halten sich ein bisschen bedeckt, was es wirklich gibt. Habt ihr da irgendeine Idee, was man da so noch machen sollte aus eurer Sicht? Oder sagt ihr, mir reicht das, wenn der Flug ist und wollt mit den Leuten, die auch auf Meilen fliegen, keinen Kontakt haben? Schreibt es unten in die Kommentare rein. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ganz, ganz wichtig, Abspann für euch. Wir haben ja schon 18 Minuten, 20 Minuten. Mehr gibt es heute nicht. Aber ich freue mich auf den Stammtisch am Freitag und auf die Termine, die ich habe am Donnerstag. Wenn jemand noch was machen möchte mit mir und fragen möchte, dann bin ich Donnerstag, Freitag in Frankfurt erreichbar, oder? Samstag Frühstück. Danke, dass ihr heute dabei wart und jetzt aber Schluss mit lustig und bin jetzt hier raus und deshalb tschö mit Ö.